Verhalte dich einfach so, wie es für die Stellung einer Gräfin angemessen ist, okay? Dann haben wir kein Problem. Ich kann verstehen, dass die Situation für dich nicht leicht ist. Lars, bitte. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten. Aber ich verzichte nicht auf mein Kind. Lars, wir hatten das doch geklärt. Carla will mich ausboten. Soll ich das einfach so hinnehmen? Ich finde es unmöglich, wie du dich hier aufführst. Susanne hat dir gerade klargemacht, dass wir keine Einmischung wünschen. Wie bitte? Einmischung? Soll ich dir mal was sagen? Ich habe mich auf dieses Kinderding nur eingelassen, weil wir abgesprochen hatten, dass ich als Vater einbezogen werde. Sonst wärst du jetzt nicht schwanger? Müsst ihr das unbedingt hier besprechen? Im Gegensatz zu dir denke ich einzig und allein an das Kind. Du denkst bei allem nur an dich? Was ist denn hier los? Kann ich euch irgendwie helfen? Keine Sorge, die beruhigen sich gleich wieder. Schön wär's. Ich warte an der Theke. Was bitte? Glaub nicht, du könntest mit der Kleinen tun und lassen, was du willst. Als biologischer Vater habe ich auch meine Rechte. Tja, da du keinen gemeinsamen Lebenszusammenhang mit dem Kind haben wirst, wäre ich mir da nicht so sicher. Können wir das nicht irgendwann in Ruhe besprechen? Natürlich ist das Sarahs Jacke. Na dann war's das wohl. Tierhaarallergiker und eine Pferdeverrückte in einer Wohnung. Das kann ja nicht gut gehen. Tja, dumm gelaufen. Ich muss los. Sagst du bitte Bescheid, dass ich das Zimmer doch nicht will? Mach ich. Danke. Ciao. Ciao. Mach sowas nicht nochmal, hörst du? Nie wieder. Was habe ich denn getan? Deine Spielchen, spiel sie mit anderen Menschen, aber halt mich da raus. Ist das klar? Ich habe dich nicht gezwungen zu lügen. Du weißt genau, was ich meine. Oh, du tust mir weh. Was ist denn hier los? Tja, dein Mitbewohner in Spee war gerade hier. Ja, und? Hat er sich wohl anders überlegt, die Sache mit der Wohnung. Was? Aber er war doch total scharf auf das Zimmer. Hat er wenigstens einen Grund genannt? Ja, naja, er meinte, dass... Seine Freundin hatte was dagegen. Seine Freundin. Ja, sie wollte nicht, dass er mit einer Frau zusammen wohnt. Super, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Oder willst du das Zimmer noch? Oh, ist das dein Ernst? Willkommen im Team. Yes! Auf diesen Tag haben wir lange gewartet. Es ist nur traurig, dass Johannes nicht dabei sein kann. Er hat sich diesen Triumph so sehr gewünscht. Fast hätte ich es vergessen. Es gibt noch eine andere gute Nachricht. Leonhard hat aus Winterthur angerufen. Die Operation ist gut verlaufen und Vater geht es den Umständen entsprechend ausgezeichnet. Das sagen Sie erst jetzt? Mein Gott, ich hatte solche Angst davor. Danke. Sehr schön. Also, auf die Familie. Gemeinsam haben wir den Feind in die Flucht geschlagen. Das wird uns noch enger zusammenschweißen. Tja, nur leider gibt es auch in der Familie Lahnstein das obligatorische schwarze Schaf. Konstantin? Ja, er ist bei meinem Ex-Mann untergekrochen. Ach, egal, ich will davon heute nichts hören. Heute ist ein Tag der Freude und den lasse ich mir nicht vermiesen. Du musst schon gehen? Von müssen kann keine Rede sein. Es wird mir ein außerordentliches Vergnügen sein, Degenhardt den Scheck persönlich zu überreichen. Die Damen? Na, so gut gelaunt habe ich ihn ja schon lange nicht mehr erlebt. Viel zu lange. Danke, dass du mich nicht verraten hast. Du hast was gut bei mir. Großartig. Genau das, was ich brauche. Mann, ich schwöre dir, ich werde keinen Mist bauen. Ich zahle meine Miete pünktlich und ich werde mich mit Sarah total gut verstehen. Das rate ich dir auch, sonst bist du ganz schnell wieder draußen. Warum denken eigentlich alle Leute immer nur das Schlechte von mir?
Olivia, wenn du dir diese Frage nicht selbst beantworten kannst, ist dir nicht zu helfen. Das ist so unfair von dir. Was habe ich dir denn getan, dass du so gemein zu mir bist? Wir wissen beide, wozu du fähig bist, okay? Also spiel mir nicht die Unschuld vom Lande. Die nimmt dir keiner an. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich dafür umso mehr. Reiß dich zusammen. Wenn du irgendwas machst, was mir nicht passt, habe ich kein Problem, mich von heute auf morgen rauszuwerfen, okay? Hallo Gregor, hast du mir einen Kaffee? Und kannst du mir mal verraten, was diese Tussi hier macht? Ich dachte eigentlich, die Müllabfuhr wäre erst morgen. Ich wohne demnächst fest hier. Sarah hat mir gerade ein Zimmer in ihrer Wohnung angeboten. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Es geht mich nichts an, Herr Schneider, aber vielleicht sollte man diese Dinge erst besprechen, wenn das Baby da ist. Dann hat man doch ganz andere Probleme und ist froh, wenn wenigstens der Umgang geregelt ist. Aber jetzt, Lars, bleiben Sie bitte friedlich. Carla ist hochschwanger. Jede Aufregung Was ist... verlange ich denn? Dass ich mein Kind sehen darf. Das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Ja, ich weiß auch nicht, weshalb sie sich so dagegen sperrt. Offensichtlich hat Carla sich da in etwas verrannt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich will doch nur verhindern, dass das zu meinen Lasten geht. Aber manchmal ist es besser abzuwarten, bis sich die Probleme womöglich von alleine lösen. Und wenn das nicht passiert, soll ich einfach so tun, als ob das Kind nicht existiert? So, der Kamillentee wird Ihnen gut tun. Danke. Und was Lars betrifft, keine Sorge, ich will mich nicht einmischen, aber wäre Ihnen ein Vater lieber, der sich gar nicht um sein Kind kümmert? Also ein anonymer Samenspender hätte durchaus seine Vorteile. Aber genau das wollten wir eigentlich nicht. Wir haben uns damals für Lars als Vater entschieden. Und ich finde, wir sollten dazu stehen. Vielleicht haben Sie recht. Ich sollte abwarten, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Und dann noch mal versuchen, das Thema anzuschneiden. Um eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Vor allem die Kleine. Um die geht es doch schließlich. Damit sie alles bekommt, um glücklich zu werden. Wenn Lars sich wirklich nur um das Kind kümmern und sich nicht ständig an dich ranmachen würde. Das tut er doch nicht. Natürlich tut er das, ich bin doch nicht blind. Wenn das Kind erst mal da ist, dann haben wir genug um die Ohren. Ich will nicht noch ständig darauf achten müssen, ob er die Finger von dir lässt. Ich würde gerne noch eine Runde durch den Park gehen. Kommen Sie mit? Wunderbar, bin ich nicht so allein. Grüezi! Leonard, ich dachte, du kommst erst morgen zurück. Ja. Dr. Andermatten hat mir versichert, dass es keine weiteren Komplikationen geben wird. Oh, das ist eine gute Nachricht. Ja, Johannes wäre am liebsten sofort mitgekommen. Allerdings wollten sie ihn zur Beobachtung noch eine Weile da behalten. Oh nein, 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 nein. Lieber ein Tag zu viel als zu wenig. Ich werde mit ihm telefonieren. Hauptsache, es geht ihm gut. Ja, sogar so gut, dass er schon wieder ans Feiern denkt. Was? Ja, nicht er, sondern wir sollen feiern. Das war sein ausdrücklicher Wunsch. Schließlich stand die Holding am Abgrund und ist wie durch ein Wunder gerettet worden. Und das mal keine Gelegenheit zum Feiern ist. Also, bis später. Na, also feiern, danach ist mir gar nicht zumute. Jedenfalls nicht, bevor Johannes wieder da ist. Also, ich finde, er hat recht. Außerdem gibt es noch einen zweiten Grund. Johannes ist auf dem Weg der Besserung. Sie sind wild entschlossen, was? Ja, ich würde sogar die Organisation übernehmen. Sie hätten nichts damit zu tun, versprochen. Ansgar würden Sie damit sicher eine große Freude machen. Ich könnte ihm endlich mal wieder zeigen, dass ich ihn unterstütze, wo ich nur kann. Ja, so gelöst wie heute habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Es wäre schön, wenn das eine Weile so bleiben würde. Ja. Graf Lahnstein. Lassen Sie sich nicht stören, ich bin gleich wieder weg. Mir liegt nur daran, ein kleines Missverständnis aufzuklären. Offensichtlich haben Sie ja tatsächlich gedacht, Sie könnten sich die Lahnstein Holding mal soeben zum Frühstück einverleiben. Tut mir leid, wenn Sie sich daran den Magen verdorben haben. Mit diesem Scheck sind wir quitt. Und ich kann Ihnen nur dringend raten, von weiteren Versuchen in dieser Hinsicht abzusehen. Der Business ist zu groß für Sie, Sie würden drin ersticken. Vielen Dank für den gut gemeinten Rat. Sie verzeihen, wenn ich ihn trotzdem nicht befolge. Um die Wahrheit zu sagen,
Ich bin gerade erst so richtig auf den Geschmack gekommen. In dem Fall darf ich Ihnen versichern, dass auch Ihr nächster Versuch keinen Erfolg hätte. Und soll ich Ihnen noch sagen, warum? Warum? Wir Lahnsteins sind einfach eine Nummer zu groß für Sie. Uns gab es schon zu Zeiten der Kreuzzüge und der Wikinger. Ja, so sehen Sie aus. Sie dagegen sind ein Nichts, ein Niemand, ein Zwerg. Ein widerlicher Emporkömmling. Sie hat nicht den Hauch einer Chance gegen uns. Es ist ja interessant, dass gerade jetzt Ihr Familiensinn erwacht. Wie ich höre, war das nicht immer so. Und wenn Familie und Tradition so hohe Werte für Sie sind, an wen wollen Sie das denn noch weitergeben? Nachdem Ihr Sohn tot ist. Du weißt ja, wovon ich rede. Du hast schon mal mit Olivia zusammen gewohnt. Warum hast du Sarah nicht vor ihr gewarnt? Ich meine, sie hat doch überhaupt gar keine Ahnung, wen sie sich da in die Bude geholt hat. Naja, Sekunde mal, du tust ja geradezu so, als ob Olivia eine Gefahr für die Menschheit wäre. Das hast du jetzt gesagt. Sicher, sie ist kein Putzteufel. Und auch nicht als Ordnungsfanatikerin bekannt. Nerven kann sie auch manchmal. Manchmal? Komm schon. Wahrscheinlich hat sie mit einer Frau als Mitbewohnerin weniger Probleme als mit Männern. Olivia hat keine Probleme. Sie ist eins. Quatsch. Jeder kriegt eine zweite Chance, oder? Nicht Olivia. Sie wird Sarah das Leben zur Hölle machen und das garantiere ich dir. Sag mal, kennst du eigentlich schon den neuen Club am Hafen? Oh, da müssen wir unbedingt hingehen. Ja. Oder wir gehen shoppen. Ich kenne nämlich die geilsten Läden hier. Und abends gehen wir dann zum Spanier. Ich liebe Paella. Oder zum Italiener. Nur Chinesisch ist nicht ganz so mein Ding. Eigentlich suche ich eine Mitbewohnerin und keinen Animateur. Ach so, Entschuldigung. Manchmal rede ich ein bisschen viel. Ja, solange das dein einziger Fehler ist, kein Problem. Ja, ich bin total pflegeleicht. Die meiste Zeit wirst du gar nicht merken, dass ich überhaupt hier bin. Mhm. Das habe ich von Lars und Gregor aber anders gehört. Darum möchte ich gleich am Anfang ein paar Dinge klarstellen, damit es später keinen Stress gibt. Erstens, wenn ich für meine Musikhochschule lerne, dann brauche ich absolute Ruhe. Kein Thema. Ich hasse Lärm und jede Form von Hektik. Zweitens, ich muss täglich auf meinen Instrumenten üben. Das klingt nicht immer gut. Okay, ich liebe Musik. Auch Klassik. Besonders Klassik. Drittens, hier sollte es zumindest immer so aussehen, dass man sich nicht schämen muss, wenn zufällig mal jemand vorbeikommt. Ja, das sehe ich genauso. Ordnung ist total wichtig, absolut. Sicher. Naja, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, hatte ich eine leicht chaotische Phase. Aber die ist jetzt vorbei, wirklich. Naja, dann sollten wir ja keine Probleme haben. Außerdem kann ich wirklich gut kochen. Ich wollte nämlich mal Hotelfachfrau werden und da habe ich ganz schön viel gelernt, auch in der Küche. Klingt gut. Und wenn du mal deine Ruhe brauchst mit deinem Freund oder so, ein Wort, ich bin weg. Danke für dein Angebot, aber im Moment bin ich Single. Ja, sei bloß froh. Ich war mal mit einem Typen zusammen, der war sowas von krass. Wir waren bestimmt 1000-mal auseinander und dann wieder zusammen. Es war eine einzige Sackgasse und jetzt bin ich auch froh, dass ich endlich wieder Single bin. Wir werden uns richtig gut verstehen. Warum konnte ich mich bloß nicht zurückhalten? Ich weiß doch, dass Carla in dem Zustand nicht besonders belastbar ist. Also sich jetzt Vorwürfe zu machen, das bringt niemandem etwas. Ja, aber ich hätte Rücksicht nehmen müssen. Hinterher ist man immer schlauer. Immerhin ging es um ihr Baby. Ich hätte auf Susanne hören und die beiden in Ruhe lassen sollen. Aber nein, ich musste ja diesen Streit vom Zaun brechen. Ja, aber wollte Susanne denn nicht, dass Sie als Vater Kontakt zu dem Kind halten? Naja, im Prinzip schon, aber ich glaube, es ist lieber, dass ich mich im Hintergrund halte. Ja, wie jetzt? Warum drückt sie sich so unklar aus? Ich weiß doch, wie wichtig ihr das war. Sie sollten der Vater des Kindes sein, kein anderer. Warum stellt sie sich jetzt dagegen? Das tut sie doch gar nicht. Jedenfalls nicht mit Absicht. Entschuldigung, aber das ist mir zu hoch. Ich meine, es ist ja nicht ihre Schuld, dass das alles so kompliziert ist. Ja, wessen Schuld ist es? Meine. Ich habe mich in Susanne verliebt. Ja, da kann man wohl nichts machen. Ja, ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Und vor allen Dingen netten Vermieter. Ciao.
Mann, das Bett ist echt der Hammer. Das ist so schön groß und die Matratze ist wie ein Marshmallow. Ist was? Das war nur eben ein Reitlehrer. Ich wusste gar nicht, dass du reitest. Hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Für den Fall, dass du eine Tierhaarallergie hast. Ja, ich weiß, es war doof. Das war nicht nur doof, das war eine Frechheit. Ich überlege, ob ich dich wieder auf die Straße setzen soll. Ich mache sowas im Normalfall nicht. Es war ein absoluter Notfall. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Das ist keine Entschuldigung. So geht man nicht miteinander um, basta. Komm nicht wieder vor. Ja, will ich hoffen. Darf ich trotzdem bleiben? Darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um mit uns anzustoßen auf den Sieg über den Mann, der die Lahnstein Holding zerschlagen wollte. Ich darf Ihnen sagen, dass es meinem Vater schon viel besser geht. Er richtet Ihnen viele Grüße aus und viel Spaß beim Feiern. Seine charmante Schwiegertochter Nathalie hat mit ihrem Einsatz diese spontane Feier erst ermöglicht. Vielen Dank dafür und nun verbringen Sie einen schönen Abend mit uns gemeinsam. Ansgar, schön, dass Sie kommen. Nathalie hat sich sehr viel Mühe gegeben und ich finde, es ist ja alles gut gelungen. Ne? Charlie, hallo. Ich dachte, du würdest dich über die kleine Überraschung freuen. Vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass du schon wieder feiern kannst, nach allem, was passiert ist. Jetzt habe ich den Orangensaft vergessen. Gar kein Problem. Mir ist heute sowieso mehr nach Champagner. Bitte, Ansgar, behandle mich nicht wie Luft. Ich ertrag das nicht. Es ist, als würdest du mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Du hast getrunken. Das ist nicht wahr. Ich habe ein Glas getrunken, mehr nicht. Komm, kommst jetzt mit, bevor du auf den Tischen tanzt. Was denn? Wollt ihr schon gehen? Ihr habt doch noch überhaupt nicht getanzt. Stimmt, das hätten wir fast vergessen. Na los. Das werden Sie mir büßen, Frau Schneider. Ein schönes Paar. Ja, und sie scheint sich wieder richtig gut zu verstehen. Ja, endlich. Du hast eine Fahne. Gott, nochmal, wie kann man sich nur so gehen lassen? Du bist eine Lahnstein, nimm dich gefälligst zusammen. Bevor ich noch den letzten Rest von Achtung vor dir verliere. Im Moment hat Carla nur Angst, dass ich ihr Susanne wegnehme. Aber das Schlimme ist, sie hat sogar recht damit. Ich liebe Susanne. Auch wenn ich weiß, dass das verrückt ist. Halb so schlimm. Nur eine harmlose Kreislaufschwäche. Gott sei Dank, ich dachte schon, Sie würden dich hier behalten. Carla, das war alles meine Schuld. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so stur sein dürfen. Gehen wir nach Hause? Ich habe noch einen wichtigen Termin. Schönen Abend noch. Hallo? Hallo? Also mit dem Champagnerglas gefallen Sie mir gleich viel besser als mit dem Laserpointer vor der Flipchart. Dankeschön. Lächeln. Oder bist du dazu auch nicht mehr in der Lage? Ich gebe mir doch Mühe. Wenn du dir aber so viel Mühe geben würdest wie beim Saufen, dann wärst du eine richtig gute Gastgeberin. Ansgar, wieso tust du mir so weh? Hör auf damit, bitte. Du willst, dass ich aufhöre? Kein Problem. Ansgar. Gerne. Schön, dass Sie doch noch gekommen sind. Ja, es ist leider ein bisschen spät geworden. Na, besser spät als gar nicht. Auf unseren Erfolg.
Und dass er so bleibt. Habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, dass Sie heute Abend mal wieder bezaubernd aussehen? Und habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie wirklich eine coole Hütte haben? Tja, also, wenn Sie wollen, können wir gerne eine kleine Schlossführung machen. Aufregend. Natalie, darf ich Ihnen den zukünftigen Besitzer von Omni-Remaka vorstellen? Ja. Du hast den Arzt gehört. Kein Stress, kein Koffein, keine spannenden Filme. Ab jetzt ist Ruhe angesagt. Dazu brauchst du mich nicht zu überreden. Ich leg mich hin. Bis später. Bis später. Ich komme gleich nach. Endlich kannst du mit Carla zusammenziehen. Freust du dich nicht? Dafür musste ich erst bei dir ausziehen. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen? Lars Schneider. Stimmt's? Er liebt dich. Er hat es mir gesagt. Du weißt, wie sehr ich Lars Schneider schätze. Ich hätte mir einmal gut vorstellen können, ihn als Schwiegersohn zu haben. Aber heute denke ich, du kannst es Carla nicht antun. Du hast recht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich Lars bis zur Geburt nicht wiedersehe. Ich muss für Carla da sein. Alles andere würde mich nur ablenken. Ihr werdet ein wunderbares Baby bekommen. Und glaubt mir, danach wird alles einfacher. Und Sie erinnern sich wirklich nicht mehr dran? Na, dass ich schon mal hier war. Auf Ihrer Hochzeit. Ja, ja, natürlich. Ja, was kann ich Ihnen denn zu trinken anbieten? Whisky, Cognac, vielleicht lieber ein Likör? Was passiert hier eigentlich? Ich dachte immer, Sie können mich nicht leiden. Aber um Gottes Willen, wie kommen Sie denn darauf? Na, so wie Sie mich manchmal in der Firma behandeln? Ach, wissen Sie, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Im Eifer des Gefechts, da fallen schon manchmal Worte, die man hinterher bereut. Und das soll ich Ihnen glauben? Dafür sind solche Feiern doch da. Dass man sich auch privat etwas näher kommt. So schnell kommen Sie aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. So? Was muss ich denn tun, um Sie zu überzeugen? Lassen Sie sich was einfallen. Sie haben das sonst auch immer so einen coolen Spruch auf Lager. Tja, also, dass Sie blendend aussehen, das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Aber anscheinend wollen Sie es etwas genauer wissen. Ansgar. Was soll das? Betrügst du mich mit ihr? Wie lange schon? Ich glaube, ich gehe dann mal. Ja, ich glaube, das werde ich auch tun. Bevor das hier noch peinlicher wird. Ansgar, was ist los mit dir? Habe ich was falsch gemacht? Dann sag's mir. Lass mich einfach durch. Ich weiß, wir haben Probleme, aber gemeinsam stehen wir das durch. Das verspreche ich dir. Wenn du wüsstest, wie erbärmlich du bist. Wir sind doch verheiratet. In guten wie in schlechten Zeiten. Bedeutet dir das gar nichts mehr? Du hast meinen Sohn auf dem Gewissen. Wie kannst du da noch irgendwas von mir erwarten? Nur damit das klar ist. Unsere sogenannte Ehe existiert für mich nur noch auf dem Papier.